Hey, heute wollte ich mal ein paar Gedanken loswerden zum Thema die Leerheit. Ich wollte darüber sprechen. Es ist ja ein Wort, was vom Buddhismus herkommt. Und als ich hörte, äh, Leerheit von buddhistischen Freunden, da dachte ich mir, da ist eine große Übereinstimmung, denn im Spiritualismus gibt es ja auch diese Vorstellung von etwas Leerem. Und ich kann auch genau sagen, woher das kommt. Es war natürlich der Gedanke der Materielosigkeit und dann das Auftauchen der Vorstellung, dass jenseits dessen, was wir als die Formen wahrnehmen, nichts ist, eine Leere sein muss. Und insofern fand ich das Wort die Leere oder die Leerheit sehr gut und sehr treffend. Und ich hatte dann gestaunt, dass meine buddhistischen Freunde dieses Wort heute, vorgeben, ganz anders verstehen zu müssen. Ähm, Ich hatte dann hier so einen, Kalenderspruch bekommen von einem gewissen Lama Kongka, stammt dieser Spruch. Ich habe nicht gefunden, was das für ein Lama ist. Also ein Lama ist natürlich ein Lehrer, ein, buddhistischer Lehrer. Und, ich habe aber, keinerlei Spuren von diesem Konkar gefunden. Aber er hat gesagt, jedenfalls in diesem Spruch, man läuft Gefahr, die Lehre als Aufhebung von Tugenden und Lastern misszuverstehen. Doch nur, wenn man nicht weiß, dass Existenz und Lehre in ihrem Wesen identisch sind. Und das schließt alle moralischen Wahrheiten und Gesetze ein. Punkt. Das war also die Aussage von dem Lama Kongka. Und ich habe gesagt, ich habe eine gewisse, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht Abscheu, aber ich mag das nicht, wenn man so einen Wortsalat macht. Also, wenn man irgendwas versucht darzulegen, dann muss es zielführend sein. Das hatte ich mir mal so vorgenommen für den Spiritualismus, weil es ja ganz leicht ist mit diesen schöpfenden Worten, und die Worte sind schöpfend. Sie sind nicht etwas beschreibend. Mit diesen schöpfenden Worten etwas Zusammengehörendes auseinanderzunehmen, in viele Teile zu zerlegen oder etwas Verschiedenes dann wieder zu trennen und etwas Verschiedenes dann wieder zusammenzufügen, was also nicht zusammengehört, wofür es also gute Gründe gibt, dass man es unterscheiden will. Aber ich mag es nicht besonders, ähm, wenn man jetzt einfach, um Gedankensalat zu erzeugen, oder wenn man, um Leute zu verwirren vielleicht, die dann ehrfürchtig sagen: „Oh, Lama, das sind Geheimnisse, derer, bin ich nicht mächtig, sie zu ergründen“, ähm, etwas formuliert. Und, also ich hatte gesagt, wenn Existenz und Lehre in ihrem Wesen dasselbe sind, dann sollte man, glaube ich, am besten darüber schweigen. Dann bringt es also auch nichts, wenn man als Lama irgendwas formuliert. Wenn es dasselbe ist, dann reicht es eigentlich aus, dafür ein Wort zu haben. Und ich will aber sagen, wie ich drauf kam auf diese Lehre. Ach, das war eben diese Notwendigkeit, dass da etwas jenseits der Formen sein muss, das, ähm, ja, da sind Hunde, die spielen miteinander. Die rennen hintereinander her und sind, ja, warte mal, ich kann es vielleicht zeigen. Ein, so. Ich weiß aber nicht, ob ich das überhaupt darf. Leute zeigen. Na, ich lasse es mal. Jedenfalls, äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, die Lehre. Also die Lehre hat ihre Notwendigkeit dadurch, dass man sagt, es ist etwas, da ja unsere Welt immer aus Ursache und Wirkung besteht. Wenn wir also hier Formen haben und wenn wir erkennen, dass diese Formen nicht in der Weise eindeutig sind, dass sie ein eindeutiges Bezugssystem sind, dass sie etwas sind in einem außerhalb des Bewusstseins, dann müssen sie, dann müssen sie irgendwie entstehen und irgendwo entstehen. Und ich erinnere bloß daran, dass der Nikola Tesla gesagt hat, wenn du die Welt verstehen willst, dann denke an Energie und Wellen. Und ich denke jetzt mal an Energie und Wellen. Also mal angenommen, es wäre so etwas wie
wie ein Wellensalat in einem, auf einer Ebene, die ich nicht benennen kann. Und sie würde sich aus natürlichen Gründen zu Informationen zusammenfügen. Und diese Informationen bringen, so wie unsere Gedanken, die ja Informationen sind, immer neue Informationen hervor. Und insofern wir also unsere Gedanken wahrnehmen und ein bisschen damit umgehen können. Ich habe ja parallel habe ich ja noch die Sendung hier, der Eremit, und da will ich ja auch noch ein bisschen dazu sagen, wie man also dann sich dann seine Gedanken auch ein bisschen formen kann. Ähm, aber diese Informationen nehmen wir als die Gedanken wahr, und sie haben etwas Schöpfendes. Sie sind nicht die Beobachtung eines Außen. Warum nicht? Das Außen gibt es ja gar nicht. Es ist kein Weltraum aus Materie da, sondern das Universum ist ein Bewusstsein. Und ein Freund sagte noch, also weil wir über Form sprachen, Form in Form von Dingen, die wir im Außen sehen, oder man denke an sich selbst, auch eine Form, eine Vorstellung. Wenn man also von Form spricht, Form sei Lehre und Lehre sei Form. Und ich habe gesagt, also wenn man Lehre so auffasst, dann hat Lehre weder einen besonderen Sinn noch erfüllt es irgendeine Funktion. Nämlich zu verstehen, dass da etwas ist, auf das wir keinen Zugriff haben. Wir haben Zugriff auf die Form. Und mit der Form kommt unsere Welt ins Entstehen. Die Tugenden, die Moral mit ihnen. Und insofern komme ich wieder zurück auf den Kalenderspruch, auf den weisen Kalenderspruch. Man würde Gefahr laufen, die Lehre als Aufhebung von Tugenden und Lastern misszuverstehen. Die Lehre ist also keine Aufhebung von Tugenden und Lastern, oder sie ist nicht, also sie hat gar nichts zu tun mit irgendwelchen Tugenden oder Lastern. Die Lehre ist sozusagen das Gegenteil jeder Form. Und die Form wiederum, das ist unsere Welt, das ist die Existenz. Ja, und der schreibt hier, doch nur wenn man nicht weiß, dass Existenz und Lehre in ihrem Wesen identisch sind. Ja, nee, das weiß ich nicht, und das ist auch Unsinn. Und das wiederum, wohlgemerkt, ist also ziemlich wichtig, denn im Materialismus haben wir ja den Eindruck, dass wir als Herren der Welt die Welt voll und ganz erkennen können. Stichwort Aufklärung. Ja, der Mensch als Geistesriese, der also die Welt erkennen kann und alles zu seinem Nutzen macht. Und der Spiritualismus sagt ihm nein, das geht nicht, das ist nicht so. Es kann so nicht sein, denn der Spiritualismus sieht den Menschen ja als Teil eines umfassenden und größeren Geistes. Und der Geist wiederum ist etwas, der aus sich selbst Dinge hervorbringen kann. So wie wir unseren eigenen Geist ja auch kennen, der aus sich heraus Dinge hervorbringen kann und erfinden kann, wenn man so will, oder fantasieren kann, fiebern kann, alles Mögliche entdeckt. So kann eben auch der umfassende Geist das tun und tut es durch uns. Und im Grunde genommen ist meine Diskussion mit den Freunden auch ein schönes Beispiel dafür, wie der Geist auch etwas, was im Grunde aus gutem Grund auseinander und getrennt ist, wieder zusammenführen kann zu etwas Gemeinsamen. Und sicherlich gibt es viele Leute, die sich unter diesem Satz irgendwas vorstellen können. Doch nur, wenn man nicht weiß, dass Existenz und Lehre in ihrem Wesen identisch sind. Also es mag Leute geben, die sich darunter was vorstellen können, aber ich eben nicht, denn ich weiß ja, warum ich zumindest den Gedanken an die Leerheit hatte oder an die Lehre. Und ich weiß auch, dass, und ich halte das für einen großen Vorteil des Spiritualismus, dass der Spiritualismus quasi diese Herleitung macht.
während es in diesen Religionen und so weiter die Herleitung so nicht gibt, meiner Ansicht nach. Und man muss dann versuchen zu verstehen, dass da eine Lehre ist oder eine Leerheit, ohne dass man im Grunde wüsste, warum der Gedanke in seinem Ursprung überhaupt auftauchte. Und das halte ich eben für einen großen Vorteil des Spiritualismus. Ja, gucken. Was ist hier noch? Ach ja, also eigentlich ein Gedanke, der mir schon viele Male kam. Also ich habe ja festgestellt, dass die Sprache selbst Formen erzeugt und Gedanken erzeugt und Vorstellungen erzeugt. Und inwiefern ist es also sinnvoll, mit einer Formen- und Vorstellungen erzeugenden Sprache, die nicht wirklich dazu geschaffen ist, etwas zu beschreiben, was im Außen liegt, sozusagen Beweise führen zu wollen. Was kann da der Grund sein? Und ich glaube, dass wenn man also mit dieser Sprache Beweise führen will, dann muss man versuchen, das zu tun, was ich hier eingangs gesagt habe, nämlich diese Sparsamkeit mit neuen Worten, mit dem Einführen neuer Gedanken, mit dem Zerteilen von Gedanken in immer wieder neue, beispielsweise das Bewusstsein sei in Wirklichkeit zu unterteilen in Gedanken, Ahnungen, Gefühle und noch 10.000 andere Sachen, sodass man sich im Grunde gar nicht mehr darüber klar werden kann, was eigentlich das Bewusstsein ist und woraus es resultiert. Oder viele andere Beispiele. Und man sollte versuchen zu ergründen, welche Bedeutung die Menschen den Worten beimessen und dann versuchen, mit diesen Worten das zu erklären, aus meiner Sicht. Und man sollte also nicht so sehr versuchen, diese immer neue Kategorien einzuführen, um dann die Leute damit zu verwirren. Das waren meine Gedanken zur Leerheit. Und ich verabschiede mich erstmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.